bevor ich jetzt immer im Handy surfend Stunde durch den Stadtverkehr durchgehe, gehe ich lieber eine Stunde Free Solo klettern. Ich bin sicher, das ist gefährlicher. Das sagt Alexander Huber zum Thema Free Solo Klettern. Ganz anders sieht es Stefan Glowacz, der selbst jahrelang seilfrei geklettert ist. Free Solo Klettern ist für mich russisch Roulette, sogar mit 2 Kugeln im Lauf, nicht nur mit einer. Wir haben mit den beiden und mit Dani Arnold ausführlich über das Thema Free Solo Klettern, das Risiko und die Faszination dieser Disziplin gesprochen. Was denkt ihr, wie bewerten die drei das Risiko dieser Disziplin auf einer Skala von 1 bis 10? Bevor wir mit der Sendung starten, haben wir noch 2 News in eigener Sache. Ich moderiere die heutige Sendung nicht alleine, aber auch nicht mit Alexandra Schweikart. Sie war letztes Jahr zusammen mit mir hier in den Sendungen zu sehen, das war für sie aber nur ein Nebenschauplatz. Eigentlich hat sie noch 4 weitere Jobs. Sie ist nämlich Routenbauerin, freischaffende Journalistin, sie vertreibt Produkte einer Bergsportmarke im Dachraum und seit neuestem ist sie auch Unternehmerin. Das wurde ihr dann irgendwann mal ein bisschen zu viel, weshalb sie jetzt bei uns nicht mehr mitmoderiert. Wir wollten sie trotzdem nochmals besuchen und uns bei ihr bedanken für ihren Einsatz im vergangenen Jahr und haben sie besucht in der Kletterhalle, wo sie heute gerade neue Linien geschraubt hat und diese getestet hat. Falls ihr übrigens Routenbauer oder Routenbauerin seid oder eine Kletterhalle betreibt, dann schaut euch mal die Webseite ihres Unternehmens an, die lautet routenbau-zentrale.eu. Das war die erste Meldung in eigener Sache. Die zweite ist, wir haben jemanden gefunden, der zusammen mit mir moderieren wird. Willkommen, Hanna. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, die Hanna, die lernen wir später noch ein bisschen näher kennen. Zuerst aber, was haben wir denn sonst noch für Themen in der heutigen Sendung? Die IFSC kommt nicht zur Ruhe. Letztes Jahr war sie in der Kritik wegen Essstörungen ihrer Athletinnen und Athleten. Jetzt wird ihr vorgeworfen, sich für das milliardenschwere Projekt der Saudis vor den Karren spannen zu lassen. Da schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Es wird also auch heute wieder spannend. Wie immer starten wir aber mit den Kurznews. Heute gelesen von der Hanna, also mal ganz ohne Schweizer Akzent. Die heutige Sendung wird präsentiert von Petzl. Große Winterbegehung in wilder Nordwand. Die 3 Alpinisten und Bergführer Simon Giertl, Lukas Hinterberger und Michi Wohleben gelingt die erste Ground-Up-Begehung der schwierigen Mixed-Linie Ultima Perla. Vom 27. bis 29. Dezember durchstiegen sie die komplexe und imposante Nordwand des Monte Agnè. Um zum Eisfall im oberen Wandabschnitt zu gelangen, kletterte das Trio die Messner Holzer, eine Route, die im Winter bisher erst einmal begangen wurde. IFSC wegen Neom Beach Games in der Kritik. In einem offenen Brief kritisieren über 2400 Athleten, Athletinnen und Organisationen den internationalen Sportkletterverband IFSC. Auslöser waren die Neom Masters, ein Boulder- und Speed-Wettkampf, welchen die IFSC Ende November im Rahmen des umstrittenen saudi-arabischen Milliardenprojekts Neom organisierte. Alex Megos wiederholt Sleeping Lion und wertet auf 9B ab. Dem deutschen Profikletterer Alex Megos ist Anfang Januar die erste Wiederholung von Sleeping Lion gelungen. Er schlägt im Gegensatz zum Erstbegeher Chris Sharma 9B als Grad vor. Dieser hatte die Route im Sektor El Pati bei Siurana während 1,5 Jahren intensiv projektiert und nach dem erfolgreichen Durchstieg 9B Plus vorgeschlagen. Megos benötigte gerade mal 8 Tage, um die Linie zu wiederholen. Drohende Zugangsverbote im Val Bavona. Dave Graham sowie lokale Erschließer schlagen Alarm. Im beliebten Tessiner Bouldergebiet Val Bavona gibt es immer mehr Kletternde, die grundsätzliche Regeln hinsichtlich privaten Eigentums oder der Parksituation missachten. Der Besucheraufmarsch über die Feiertage und damit verbunden viele falsch parkierte Autos, blockierte Zufahrten, offene Gatter oder auch demontierte Zäune haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Geht es so weiter, drohen partielle Zugangsverbote. Remo, das Tessin kommt einfach nicht zur Ruhe. In Cresciano gibt es das Fahrverbot, in Chironico gab es ein Campinggelage und nun haben wir Probleme im Val Bavona. So ist es leider. Letzte Woche hat mich der Dave Graham angerufen und gesagt, Remo, wir müssen was unternehmen. Es gibt da einen Bauer, der ist eigentlich mega tolerant und ganz gemütlich unterwegs mit den Bouldern, aber der hat jetzt einfach die Schnauze voll. Die haben ihm den Zugang zum Feld zuparkiert mit den Autos, haben das Tor offen gelassen, wo die Tiere drin waren, sind quer über die Wiese gelaufen, der hat jetzt einfach genug. Es gibt sie einfach überall, die Leute, die nicht wissen, wie man sich verhält. Absoluter Dave hat mir auch erzählt von Leuten, die haben monatelang in ihren Campern übernachtet auf diesen Parkplätzen, haben dann ihr Geschäft verrichtet direkt neben den Blöcken. In Klettergebieten, wo viele Leute sind, da gibt es halt einfach immer ein paar Idioten.
Und was bedeutet das jetzt konkret? Ja, konkret hat sich jetzt Dave Graham zusammengesetzt mit Alejandro und Silvana von dieser Unterkunft Mate Moca und mit Ergon Bernasconi und sie haben Regeln aufgesetzt. In dieser Karte seht ihr jetzt grün markiert, das sind Parkfelder, wo man parkieren darf. Rot markiert sind Stellen, wo auf keinen Fall parkiert werden darf. Über das Feld des Bauern auch bitte nicht mehr laufen, sondern läuft entlang dieser grünen Linie, damit ihr zu den Blöcken kommt. Alle Details und Regeln findet ihr auf www.lacrux.com. Dort zusammengefasst findet ihr das alles. Bitte schaut euch die Regeln an, bevor ihr ins Val Bavona fährt und hält euch an diese Regeln. Raus aus der Schweiz, rein in die Wüste. Neon Beach Games als Stichwort. Remo, weißt du, was das ist? Ich werde da schon gefordert in der ersten Sendung von der Hand. Naja, ich habe gehört von diesem Sportanlass und dass es Kritik gab von den Athletinnen und Athleten an diesem Anlass. Ja. Schon mal nicht schlecht, aber da schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin, was da passiert ist. NEOM ist der Name eines 500 Milliarden schweren Megaprojektes im Nordwesten Saudi-Arabiens, welches unter anderem die 170 Kilometer lange Planstadt The Line umfasst. Menschenrechte werden mit den Füßen getreten, 20.000 Howitat, ein Beduinenvolk, droht die Vertreibung und Kritiker werden hingerichtet, berichten NGOs. Nicht weniger umstritten als das Projekt selbst ist ein Sportevent, der dessen Image aufpolieren soll, die Neon Beach Games. Als sich der internationale Sportkletterverband dazu entschied, mit den IFSC NEOM Masters Teil davon zu sein, ließ die Kritik der Kletterszene nicht lange auf sich warten. Über 2400 Athletinnen und Athleten sowie Organisationen haben einen offenen Brief unterzeichnet und kritisieren die IFSC scharf. Sie stelle sich in den Dienst der Saudis und werde ihrer eigenen Mission, Vision sowie ihren Werten nicht gerecht. Krass, das klingt ja echt gigantisch und irgendwie fast schon ein bisschen absurd, dieses Bauprojekt, oder? Absolut, das ist es auch. Das ist das größte Architekturprojekt der Welt. Diese futuristische Stadt, The Line, ist 200 Meter breit, 500 Meter hoch und 170 Kilometer lang. Das entspricht der Distanz von München nach Nürnberg oder von Basel nach St. Gallen. Es soll Platz für 9 Millionen Menschen bieten, es soll Flugtaxis haben, selbstfahrende Züge und so weiter. Science Fiction lässt also grüßen. Und da gibt es nun Kritik an der Umsetzung des Vorhabens, wie wir gehört haben. Die Kritik aus der lokalen Bevölkerung, die wird einfach vom Kronprinzen zum Schweigen gebracht, von Hinrichtungen ist die Rede, Zehntausende werden aus dem Gebiet vertrieben. Um das Projekt nun nett und schön darzustellen, haben die Saudis deshalb einen Sportanlass ins Leben gerufen. Genau, die Neon Beach Games 2023. Auch die IFSC ließ sich vor den Karren spannen. Sportklettern war Teil des Großanlasses. Und zahlreiche Athletinnen und Athleten flogen in den Wüstenstaat. Und dafür wird die IFSC nun von Acts for Summit kritisiert. Und was ist denn jetzt konkret die Kritik an der IFSC? Grob zusammengefasst sagt Acts, die IFSC komme ihren eigenen Vorsätzen nicht nach. Die Welt durch Sportklettern zu verbessern, das Sportklettern durch nachhaltige Veranstaltungen zu fördern und die Umwelt bei der Organisation von Aktivitäten zu erhalten. Acts fordert deshalb konkret 3 Punkte. Die IFSC soll eine unabhängige Umwelt- und Ethikkommission bilden, die sicherstellt, dass die IFSC sich an ihre ethischen und ökologischen Werte hält. Die IFSC solle auf Partnerschaften mit Unternehmen verzichten, die negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben. Acts fordert zudem Umwelt- und Klimabildungsprogramme für den IFSC-Vorstand sowie Sensibilisierungsmaßnahmen für Athletinnen, Athleten und Trainer. Die IFSC hat auf die Forderungen nicht öffentlich reagiert und hüllt sich wie so oft in Schweigen. Wir haben nachgefragt und mussten auch ein zweites Mal nachhaken, bis dann doch noch eine Antwort kam. Leider nicht wie erhofft. Unseren konkreten Fragen ist die IFSC ausgewichen, stattdessen hat sie ein generelles Statement abgegeben. In einer Welt voller faszinierender und zugänglicher Sportarten ist es unser Ziel, das Sportklettern zu präsentieren und Menschen für den Sport zu begeistern, ob als Teilnehmer oder Zuschauer in jedem Winkel der Welt. Das war das Ziel in Saudi-Arabien mit den Neon Beach Games. Politik muss vom Sport getrennt werden. Wenn ein Sportler gegen einen Beschluss protestieren möchte, kann er einfach entscheiden, nicht an einer Veranstaltung teilzunehmen, aber er darf seine Entscheidungen nicht einem anderen aufzwingen. Politik soll also vom Sport getrennt werden. Ich finde, da macht es sich die IFSC ein bisschen einfach. Wir haben dann nochmals nachgehakt und um die konkrete Beantwortung unserer Fragen gebeten, doch die IFSC wollte es beim generellen Statement belassen. Remo, was sagst du denn zu der Kritik und den Forderungen von Acts for Summit?
Ja, ich persönlich finde eigentlich die Teilnahme an den Neon Beach Games schon ein bisschen fragwürdig. Darf man jetzt da hinfliegen und sich so quasi ein bisschen in den Dienst dieses Audis zu stellen und eben dieses Projekt schön darzustellen? Da bin ich eigentlich schon bei ACTS. Die andere Kritik von ACTS finde ich aber ein bisschen zu weit gegriffen. Da ist die Rede von Umweltschützen, nachhaltig. Für mich ist die IFSC ja keine Nichtregierungsorganisation, keine Umweltorganisation, sondern ein internationaler Sportverband. Athleten aus aller Welt gegeneinander antreten zu lassen, das ist einfach nicht ökologisch. Und außer die gehen natürlich zu Fuß und mit Motorboot an die Wettkämpfe, aber sonst geht das halt einfach nicht. Dann müsste man also konkret auf internationale Wettkämpfe verzichten. Genau, das wäre eigentlich so die klassische radikale Entscheidung. Das hat ja der Dimitri Vogt, ein Schweizer Kletterer, auch gemacht. Er hat gesagt, er fliegt nicht mehr an internationale Wettkämpfe, er geht nur an diejenigen Wettkämpfe, die internationalen, die er mit dem Zug oder dem Auto erreicht. Und wir erlauben uns auch heute wieder einen Hinweis. Falls euch unsere Sendung gefällt und ihr der Meinung seid, dass wir gute Arbeit machen, dann unterstützt uns gern mit einer Mitgliedschaft. Infos dazu findet ihr auf www.lacrux.com/community. Den Link findet ihr auch in der Infobox. Und wir sagen schon mal, danke vielmals. Ja, Hanna, du bist jetzt schon voll in der Moderation drin, aber eigentlich wollten wir dich ja noch vorstellen. Wer bist du denn so? Hallo zusammen, ich freue mich sehr, ab jetzt dabei zu sein. Remo, wir kennen uns ja schon von der Outdoor-Messe von letztem Jahr. Ich wohne in München, klettere seit vielen Jahren mit sehr viel Leidenschaft und bin seit 2016 in der Outdoor-Branche und Medienbranche tätig. Wo kletterst du denn am meisten? Wenn du am liebsten bin ich im Allgäu, da habe ich nämlich Familie und das ist meine Lieblingsbergregion. Gibt es da Berge im Allgäu? Wir haben vielleicht die Schweizer nicht so auf dem Schirm, aber da ist es doch ganz fein. Was sind so die bekanntesten Gipfel oder Ziele im Allgäu? Ich würde sagen, fürs Sportklettern ist der Rottachberg ganz interessant. Da muss man allerdings Konglomerat mögen. Und sonst gibt es auch ein bisschen was Alpineres. Das Allgäu ist allerdings nicht dafür berühmt, den festesten Fels der Welt zu haben. Sehr schön. Also wenn man ein bisschen Mut tanken will beim Klettern, dann besser nicht dorthin gehen. Jedenfalls sind wir auch im neuen Jahr dann wieder zu zweit unterwegs in den meisten Sendungen zusammen mit Hanna. Kommen wir nun aber zum Hauptthema der heutigen Sendung, zum Thema Free Solo Klettern. Free Solo Klettern ist ja nicht mehr nur eine Sportart weniger waghalsiger Athleten, sondern inzwischen auch ein Oscar-prämiertes Spektakel. Beim Stichwort Free Solo denken spätestens seit dem gleichnamigen Film vermutlich 9 von 10 Menschen an Alex No Big Deal Honnold. Die Wurzeln dieser puren wie auch folgenschweren Spielform des Kletterns reichen jedoch viel weiter zurück. Paul Preuß beispielsweise realisierte lange vor der Geburtsstunde des Begriffs Free Solo zig kühne und ungesicherte Alleingänge. Zu den führenden amerikanischen Soloisten zählt John Bacher, der in den 70ern erstmals Kriterien fürs Free Soloing festgelegt, respektive die Hilfsmittel auf Kletterschuhe und Magnesia beschränkt hat. In den 80ern trat Peter Croft sein geistiges Erbe an. Mit seiner Free Solo-Begehung von Astroman schrieb er Klettergeschichte. Im selben Jahrzehnt betraten Dan Ostman, Wolfgang Güllich oder Catherine Destivelle die Bühne des seilfreien Kletterns. In den 90ern und Nullerjahren prägten Dean Potter, Steph Davis oder der französische Spider-Man Alain Robert den Sport mit ihren eindrücklichen Free-Solo-Begehungen. Zu den großen Namen dieser Disziplin zählt auch Alexander Huber, der mit Begehungen wie der Direttissima an der Großen Zinne, Kommunist am Schleierwasserfall oder der Schweizer Führer am Grand Capucin hinsichtlich der Länge sowie auch der Schwierigkeit seiner Alleingänge neue Maßstäbe setzte. Grenzen des für möglich Gehaltenen, welches eine neue Generation von Kletterern ihrerseits wieder erweiterte. So beispielsweise Hans-Jörg Auer mit dem Weg durch den Fisch oder Marc-André Leclerc mit der Corkscrew Route. Die beiden Schweizer Alpinisten Ueli Steck und Dani Arnold fügten dem Free-Solo-Klettern die Komponente der Geschwindigkeit hinzu und kletterten in Rekordzeit durch die großen Nordwände der Alpen. Und trotz der Summe all dieser, hier nicht abschließend genannten Höchstleistungen, schwimmt ein Athlet obenauf, Alex Honnold. Er ist quasi zum Inbegriff des Free-Soloing geworden und sein Oscar-prämierter Alleingang von Freerider zur Mondlandung des Free-Solo-Kletterns. Zu Beginn, so habe ich den Eindruck, war das eine Spielform einiger weniger Kletterer. Spätestens seit Alex Honnold ist das Ganze jedoch ein Medienspektakel. Da fragt man sich natürlich, wie weit das Ganze noch geht. Wie viel Risiko muss man eingehen? Muss man immer mehr Risiko eingehen, um sich ins Rampenlicht zu drängen? Und was sagen eigentlich die Protagonisten selbst? Finden sie Free-Solo-Klettern überhaupt gefährlich? Das und mehr wollten wir herausfinden. Wir haben 3 super spannende Gespräche geführt mit
Alexander Huber, Dani Arnold und Stefan Glowacz. Die Meinungen, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Stefan Glowacz, das haben wir eingangs der Sendung gehört, der sagt, Free-Solo-Klettern ist russisch Roulette mit 2 Kugeln im Lauf. Ganz klar verneinen tut das der Alexander Huber und auch der Dani Arnold. Nein, das würde ich nie sagen. Ich würde nie sagen, dass das Free-Solo russisch Roulette ist, weil es fühlt sich einfach nicht so an. Also ich glaube wirklich, wenn du deine Hausaufgaben wirklich machst, wenn du weißt, was du kannst, was du nicht kannst, wenn du auch weißt, ich meine, am Schluss aller Ends geht es darum, habe ich die Kompetenz dazu? Klingt ganz einfach. Man muss einfach kompetent sein. Ja, das ist gar nicht so gefährlich dann, oder? Nee, es ist natürlich ein bisschen arg gekürzt. Aber in diese Richtung geht die Meinung von Alex Huber. Er sagt, er habe immer auf diesen Touren so die objektiven Gefahren so gut wie möglich minimiert oder gar ausgeschlossen. Genau in diesem konkreten Punkt widerspricht Glowacz jedoch. Er hatte einen schweren Unfall beim Free-Solo-Klettern und sagt, das wäre einfach objektiv nicht vorauszusehen gewesen. Ich finde damals, als ich abgestürzt bin, bin ich ja schon lang genug geklettert. Ich hätte es eigentlich sehen müssen, ich hätte es sehen können, aber ich habe es nicht gesehen, weil das für mich 100%ig ein gewachsener Felsen war. Da ist die ganze Oberfläche abgebrochen, wahrscheinlich auch durch die Temperaturunterschiede, durch Wasser, das eingedrungen ist, keine Ahnung. In jedem Fall, ich konnte es nicht kontrollieren und ich konnte es auch nicht sehen. Das ist jetzt interessant, oder? Für Glowacz gibt es keine Zweifel, dass Free-Solo-Klettern unglaublich gefährlich ist. Ich habe alle 3 Protagonisten gefragt, wie gefährlich sie den Free-Solo-Klettern auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen. 11. Ja, es ist russisch Roulette. Also du kannst halt einfach nicht in den Felsen reinschauen und es kann jederzeit passieren. Also das kann auch dem Besten passieren. Es kann ein kleiner Kristall ausbrechen im Granit und dann fällst du runter. Es kann eine kleine Millisekunde Unaufmerksamkeit sein und du stürzt tödlich dabei ab. Also für mich ist das Risiko auch in unteren Schwierigkeitsgraden nicht kalkulierbar, nicht 100% kalkulierbar. Es bleibt ein Restrisiko. Glowacz sagt, die objektiven Gefahren, in dem Beispiel ein Griffausbruch, können einfach nicht genügend erkannt oder vermindert werden. Dass Alexander Huber das anders sieht, können wir uns vorstellen. Seine Bewertung überrascht dann jedoch schon. 0 gibt es halt nicht, dann würde ich halt die erste Stufe wählen. Da ist halt von der Skala 1 bis 10 halt 1. Eine 1? Ja, chillig. Dann kann ich jetzt auch Free-Solo-Klettern gehen. Ja, absolut. Ja, das wollte er damit auch sagen. Nee, jetzt mal im Ernst. Wir hören natürlich in den Interviews nur immer so Schnipsel von den Aussagen. Was der Alexander natürlich meinte, warum er auf eine 1 kommt, ist basierend auf seinen Kompetenzen, seiner Erfahrung und seiner akribischen Vorbereitung auch vor diesen Free-Solo-Begehungen. Für Alexander Huber, der hat gesagt, der städtische Alltag ist für ihn viel gefährlicher als Free-Solo-Klettern. Also, bevor ich jetzt, wenn ich jetzt der große Wand Free-Solo kletter, wo ich eine Stunde unterwegs bin, bevor ich jetzt immer im Handy surfend Stunde durch den Stadtverkehr durchgehe, gehe ich lieber eine Stunde Free-Solo klettern. Ich bin sicher, das ist gefährlicher. Und das sollte sich hier mal jeder bewusst werden. Alexander Huber, der betont, dass die Aufmerksamkeit immer bei 100% liegen muss, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Deshalb auch die Anekdote mit dem Handy. Zurück zur Bewertung. Wir haben nun den Glowacz gehört mit einer 11 und den Alexander Huber mit einer 1. Fehlt noch die Bewertung von Dani Arnold. Ich meine, wenn du ehrlich bist, muss es eine 10 sein. Das ist ganz klar, es kann kein Fehler passieren. Obwohl Dani Arnold verneint, dass Free-Solo-Klettern russisch Roulette sei, bewertet er das Risiko mit 10. Ja, Dani Arnold, der bezieht sich eben bei seiner Einschätzung, wie ich ihn verstanden habe, im Gespräch nicht auf das Risiko eines Unfalls an sich, sondern auf die möglichen Konsequenzen, die ein Unfall hat. Und da ist natürlich Null Toleranz. Wer beim Free-Solo-Klettern stürzt, der ist einfach tot, zumindest in einer hohen Wand. Ja, das ist ja genau das Krasse an dieser Kletterdisziplin. Da bist du einfach weg, wenn du fällst. Warum klettert man überhaupt Free-Solo? Was ist der Reiz daran? Es hat natürlich schon so eine unglaubliche Faszination. Man hat das Gefühl, so der Herrscher über Leben und Tod zu sein. Das ist halt tatsächlich so und du hast das Gefühl, dass du wirklich alles im Griff hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau diese Gefühlsebene ist es ja auch, die den Alexander Huber und den Dani Arnold so fasziniert. In einem anderen Interview hat Alexander Huber einmal gesagt, er suche beim Free-Solo-Klettern ein durch Gefahr intensiviertes Leben. Naja, diese Anspannung, die ist halt schon sehr einzigartig.
Und das kenne ich schon auch von Expeditionen, wenn man noch im Basislager ist und weiß, man ist am nächsten Tag zum Aufbrechen. Aber beim Free-Solo-Klettern wirkt es einfach viel unmittelbarer, weil es so ein ganz konkreter Moment ist, auf den sich das Ganze reduziert. Und das ist die Faszination des Free-Solo-Kletterns. Es ist einfach sehr klar, ausdrucksstark und ja, braucht wenig Erklärung. Da weiß man, da wenn ein Fehler passiert, dann ist es vorbei. Trotzdem bezeichnen sich die beiden nicht als Draufgänger, sondern betonen, wie wichtig die Kompetenzen, die richtige Wahl des Projekts und die Vorbereitung ist. Wichtig sei es, objektive Gefahren so weit wie möglich auszuschließen. So lasse es sich für sie auf ein vertretbares Risiko minimieren. Stichwort Vorbereitung. Der Alexander Huber hatte eine ganz besondere Taktik gefahren, jetzt nicht spezifisch aufs Free-Solo-Klettern, ganz generell beim Klettern. Er nannte es Liquid Diet. Ja. Die Liquid Diet ist natürlich schon sehr berühmt geworden. Ich bin jetzt letztendlich vom Gewicht her nicht so ganz konstant, das war ich auch nie. Sicher erstens, weil mir das Essen einfach gut schmeckt und zum Zweiten, weil bei mir auch relativ leicht was ranwächst. Deswegen musste ich bei Zeiten dann mein Gewicht reduzieren auf schwere Begehungen hin und ich habe das dann für mich ganz einfach gehalten. Ich will dann über einen gewissen Zeitraum einfach keine feste Nahrung zu mir nehmen. Und mein Hauptnahrungsmittel war dann halt einfach das Bier. Ja, das hat hervorragend funktioniert. Also, wenn ich voll aktiv beim Klettern war und dann einfach nichts Festes zu mir genommen habe, habe ich in so einem Zeitraum von 2 Wochen halt sehr stark Gewicht abgebaut. Und natürlich muss man alles mit Maß und Ziel machen. Ich sage, zu viel Bier soll es dann auch nicht sein. Vor einer Free-Solo-Route hat er das aber hoffentlich nicht gemacht, oder? Nee, das war schon beim klassischen Sportklettern. Beim Free-Solo-Klettern hat er gesagt, ging es ja nicht darum, am Limit jetzt der körperlichen Fähigkeit zu klettern. Deshalb musste er auch kein Gewicht verlieren mittels dem Bierkonsum. Glowacz, Hubert, Arnold, Honnold, das sind alles Vollprofis. Und sobald man Profi ist es auch wichtig, in der Öffentlichkeit präsent zu sein, etwas Spektakuläres zu machen. Dani Arnold hat mal gesagt: Ohne Superlative keine Publicity, ohne Publicity keine Sponsorengelder. Wenn du nicht 3 9As, vielleicht 2 davon on site an einem Tag kletterst, da holst du noch nicht einmal die Kletterszene hinterm Ofen vor. Und wenn du als Kletterer, da gebe ich Dani dann schon auch recht, für Publicity sorgen möchtest, dann musst du schon was Ungewöhnliches daherbringen. Fakt ist, es muss immer irgendetwas Krasseres her. Wir erinnern uns an das Duell Ueli Steck und Arnold an der Eiger Nordwand. Die waren Free-Solo unterwegs und machten auch noch auf Tempo. Dani Arnold hat selbst gesagt, irgendwann sei der Druck so groß, wenn du einen Fehler machst, ist es vorbei. Und wie lange hätte er noch mitgemacht? Für mich war am Anfang schon klar, dass ich nicht mehr zurückgehe an die Eiger Nordwand, weil es hat mich einfach nicht mehr interessiert. Und dann spätestens, wo 2017, wo der Uli dann gestorben ist, war es definitiv klar, dass ich nie mehr zurückgehe an die Eiger Nordwand. Irgendwann sagen also sogar die risikofreudigsten Personen mal Halt und hören auf. Bei Stefan Glowacz war es ein schwerer Unfall, der ihm die Augen öffnete. Alexander Huber hat eigentlich mal einen Schlussstrich unter seine Free-Solo-Karriere gezogen bis letzten Herbst. Da hat ihn wohl die berühmteste Felsnadel der Mittelmeerinsel auf Sardinien in den Bann gezogen und er schnürte mal wieder die Kletterschuhe, ließ Seil und Äxten daheim und kletterte die ikonische Felsformation Free-Solo. Als ich das gesehen habe, habe ich echt so mich gefragt, ja, fängt jetzt der Alexander Huber echt wieder an mit dem Free-Solo-Klettern? Nein, ich habe nicht. Ich hab weder das Free-Solo-Klettern begonnen, noch habe ich quasi meinen Schluss jetzt hinausgezögert. Das war einfach nur so, was mich in dem Fall halt einfach wirklich gereizt hat, das waren diese 2 Formationen, die Losauro und halt die Colorizze, weil es sind einfach so wahnsinnige Türme und so gesehen habe ich nur mein altes Können für einen kurzen Moment reaktiviert und habe auch nicht das Ziel, das jetzt wieder weiter zu verfolgen. Und ich sag halt nur in meinem Leben, sag niemals nie, und ich darf jetzt auch nicht sagen, ich tue nie mehr Free-Solo klettern. Aber ich habe es nicht vor. Also für mich ist eigentlich schon das Free-Solo-Klettern abgeschlossen. Als intensive Phase in meinem Leben. Eigentlich hat er also nicht das Ziel, es weiter zu verfolgen. Aber ein Türchen lässt es sich dann doch noch offen. Vielleicht kommt ja mal wieder eine eindrückliche Felsformation ums Eck und dann wird der Huber wieder schwach. Ja, da bin ich gespannt drauf. Übrigens am Schluss des Interviews hat dann Alexander Huber noch einen Tipp, einen Ratschlag an Alexander Honnold.
Honold, wenn du jetzt zuhörst, Ohrenspitzen. Das ist für mich auch sicher einer der Kruxpunkte im Leben eines Alex Honnold. Der hat das sicher auch auf die Spitze getrieben. Und wenn er es wirklich checkt, dann geht er ab jetzt nicht mehr Free Solo klettern. Weil man braucht es nur oft genug machen und wenn man es in täglicher Routine macht, irgendwann passiert es halt. Und deswegen sage ich, Honnold, Alex, ich hoffe, du hast es kapiert, dass du aufhören musst. Schönes Votum. Ich würde sagen, wir sind durch mit unserer Sendung, Remo, oder? Einverstanden, aber gell, irgendwie ist es schon ein bisschen schade. Wir haben super spannende Gespräche geführt, 3 an der Zahl, mit diesen 3 Protagonisten. Jetzt landen irgendwie 4 Sätze in dieser Sendung. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, wie auch schon in der Vergangenheit, die Interviews in ungekürzter Fassung zu veröffentlichen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bevor wir uns verabschieden, gibt es wie immer noch eine Verlosung. Hanna, was gibt es zu gewinnen? Zu gewinnen gibt es den Scrambler 25 von Mountain Hardwear. Zur Verfügung gestellt wird der Rucksack von Bächli Bergsport. Um im Verlosungstopf zu landen, müsst ihr 2 Dinge tun. Einmal abonniert den Kanal und dann schreibt in die Kommentare, in welches Abenteuer ihr euch mit dem Scrambler stürzt. So, das wäre es jetzt gewesen von der heutigen Sendung. Falls euch die Sendung gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.